So. Hallo. 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 Na, habt ihr auch noch was gekriegt? Oder nicht? Ich nicht. Du hast nichts gekriegt. Nee. Du hast auch nicht versucht. Doch. Ach, du hast versucht. Tatsächlich. Hast aber nichts mehr gekriegt. Nein. Ja, einige von uns haben ja gekriegt, ne? Das stimmt. Ja. Andere aber nicht. Aber wir haben uns bemüht, hast du gesagt. Gut, okay, aber Viel zu spät. aber hat denn auch irgendjemand es überhaupt versucht, oder den wir kennen? Also bei uns in der Firma auf jeden Fall, ne? Eine Konsole zu kriegen, eine neue. Ja. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, hast du auch noch eine gekriegt oder nicht? Und die haben Folgendes gesagt. Ich würde total gerne eine haben und obwohl ich gerade eine Playstation habe, muss ich sagen, dass mir die kleine neue Xbox vom Design so gut gefällt. Die finde ich so hübsch, dass ich wirklich überlege, ob ich umsteigen soll. Ich lasse mal das Jahr zu Ende gehen, mal schauen. Jetzt wird der Spieleredakteur ein bisschen rot und muss zugeben, ich krieg die alle geschickt. Ist eine Leihgarbe. Ja, Entschuldigung. Diesmal nicht. Tatsächlich denke ich noch über eine Switch nach im Moment, aber dank VR bin ich jetzt erstmal komplett befreit von solchen Wünschen. Ich habe ja das Glück, dass ich als Games-Journalist tatsächlich eine bekommen habe, aber ich hätte mir auch definitiv eine gekauft oder versucht, eine zu bekommen, ja. Nee, ich hab mich nicht drum bemüht und aus dem einfachen Grund, weil ich bei der PlayStation 4 auch eigentlich so einer der ersten Besitzer war, nur aufgrund eines Zufalls, dass ein Gebrauchtwarenhändler meines Vertrauens die zufällig mitbestellt hatte und mir die günstig abgedrückt hat. Sonst hätte ich mir da auch nicht in der ersten Stunde eine geholt, weil ich einfach denke, kommen noch genug Titel erstmal raus und ich habe auch noch genug Spaß mit der alten Konsolengeneration und die Preise, die fallen mir auch einfach zu schnell. Ja, das klingt ja nicht so begeistert, ne? Also die meisten, gefühlte Temperatur, würden sagen, oh, ich warte noch ab. Habe ich eigentlich auch erst gedacht. Ja, so. aber nee, irgendwann so also der Hype losgeht so, neue Konsole geht los und ich sage, warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir dieses Thema eigentlich jetzt nochmal? Wir haben doch schon von Next Gen haben wir doch schon vor ein paar Tagen. Weil es irgendwie schon die meisten Zocker momentan bewegt, ja, weil sie jetzt bald rauskommen. Ne? Das heißt also, zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video machen, sind die noch nicht raus, aber die kommen jetzt bald. Das heißt, in dem Moment, wo ihr das guckt, habt ihr wahrscheinlich schon mehr Informationen als wir. Das ist der Fluch von YouTube und wenn man aktuelle Themen macht. Ne? Wenn ich so Artikel lese, denke ich dann aber auch nur, vielleicht. Vielleicht. Das heißt, der ein oder andere hat sie dann schon. Ja. Und kann sie anzocken. Ja. Das ist auf jeden Fall schon mal mehr Informationen, als wir haben, weil, wie gesagt, wir haben keine mehr gekriegt. Ja. Weder noch, im Übrigen. Aber wenn man jetzt mal so quer liest, ist der Tenor aktuell, dass die Dinger auch gar nicht mehr zu kriegen sind. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten. Tja, das ist das Problem, ne? Soll ja bald wieder was kommen, ne? Das heißt, ihr habt wahrscheinlich mehr Informationen als wir. Wahrscheinlich sind die dann auch noch... Aber ist das nicht so? Die meisten, ja, gefühlte Temperatur, kaufen sich gar keine Konsole, eine neue. Buh. Buh. Was hat er denn jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Ja? Also, dafür waren die aber im Vorbesteller ganz schön schnell ausverkauft. Ja? Mhm. Und der Witz an der Geschichte ist, die wollen die Dinger nicht mal in den Laden stellen. Sagt wer? In diesem Fall die Gameswirtschaft. Aha. Mhm. Ah. Und das bedeutet, du kriegst selbst nach Release die Dinger nur online. Okay, wer ist denn die Gameswirtschaft? Ich dachte, Sony macht die Dinger und Microsoft. Ja, aber bei Sony lese ich keine Artikel. Ach so, das heißt, es ist davon abhängig, ja, alternative Fakten zu sammeln, ja. Mal gucken, wo und irgendwie. Also Sony und Microsoft sagen irgendwie, da kommen wieder welche und die Gameswirtschaft sagt, glauben wir nicht. Nein, so ist das nicht. Die haben gesagt, also die Information soll ja von Sony kommen. Ach so. Dass die Läden nicht bedienen wollen. Das heißt, selbstverständlich bedienen die über die Online-Shops. Aber die haben jetzt nicht vor, irgendwie zusätzlich irgendwelche Chargen in die Läden zu stellen, sodass du so wie sonst immer in den Jahren einfach da reinlatschen kannst, gehst ins Regal, schnappst dir eine Box, wenn du der Erste bist, gehst damit zur Kasse, bezahlst das. Ne? Warum nicht? Ja, die Spekulation geht in verschiedene Richtungen.
Lieferschwierigkeiten, B, Corona, C, was vielleicht auch so ein bisschen mit Corona zusammenhängen könnte, irgendwie, wenn jetzt wieder der Pulk an Menschen kommt, der quasi so eine Konsole haben will und die prügeln sich dann in den nächsten Mediamarkt, Datoren-Expert oder sonstiges, und versuchen so eine Box abzugreifen, da gibt's irgendwie Massenschlägerei im Laden, dann ist das nicht erwünscht. Weil das die letzten Jahre ja auch immer so war. Weil das schon mal vorgekommen ist. Ja, ist das so? Ja, so. okay, gut, ja, dann verstehe ich das, ja. Ja. Das ist dann der ganzen momentanen Situation ein bisschen abträglich. Ja, das ist richtig. Und dann haben die halt wohl angeblich entschieden, dass es im Laden die Dinger so nicht gibt. Aber natürlich soll es Nachschub geben. Die Frage ist, wie schnell sind die damit? Ne? Momentan kommen die einfach überhaupt nicht hinterher und haben sogar, ihr seid dann wisst ja Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht, die rechtzeitig überhaupt zu liefern, selbst die Vorbesteller. Ne? Die These, Microsoft sagt, wir schaffen es, aber Sony nicht, fand ich auch sehr spannend, da haben sie sich aber weit aus dem Fenster gelehnt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Vor ein paar Tagen gab es angeblich noch die Xbox Series X irgendwie online zu bestellen. Und wenn man dann da draufklickt, gibt es aber keinen einzigen Laden, der die noch liefert. Also war die Information auch nicht aktuell. Ne? Und was man aber noch kriegt aktuell, ist die Xbox Series X. Nee, nicht die X, die S. Die kleine. Die kleine. Ja, richtig. Will man die haben? Freudscher Versprecher. Ich eigentlich nicht, ich möchte die große haben. Kann man die nicht aufrüsten? Man kauft die kleine jetzt irgendwie und dann ist da, nee, dann hast du das, ist das... Ja, guck mal, die hat ja nicht mal Laufwerk. Ach, die hat nicht mal Nee. Ach, die hat gar kein Laufwerk. Ja, da will ich die ja nicht haben. Wir haben ja, ich meine, irgendwie 100 Xbox 360 Spiele im Schrank. Die möchte ich damit ja auch spielen können dann. Verkauft sie sich dann überhaupt, wenn irgendwie kein Laufwerk drin ist? Wie funktioniert das denn? Streamt man dann nur oder? Naja, Xbox hat ja gesagt, wir machen sowas wie einen Game Pass. Ja. Und das bedeutet, du zahlst im Monat für deinen Game Pass und bekommst dann wirklich eine Menge Spiele umsonst. Ja. Und im Gegensatz zu Sony, die dann natürlich auch ein Äquivalent dazu machen, macht die Xbox das angeblich so, dass du auch die neuen Spiele in Xbox Game Pass mit reinkriegst. Und Sony macht das erstmal nicht. Dafür soll Sony mehr Exklusivtitel für die Next Gen bekommen als die Xbox, weil meiner Recherche hat ergeben, dass wirklich fast alles, was für die Xbox rauskommt, ne, ich kann nicht auf alles gehen, weil ich kann ja nicht alles mir angucken, aber das, was ich mir angeguckt habe, und das war schon eine Menge, Hunderte an Spielen kommen ja auch dann für den PC. Und nicht nur für die Xbox. Und bei Sony gibt es also mehr Titel, die quasi exklusiv auf der PlayStation erscheinen, aber nicht zwangsweise dann auch für den PC oder dann für die Xbox. Jetzt habe ich ein bisschen versucht zu recherchieren und unterscheide zwischen Exclusive und Exclusive. Es gibt also solche Spiele, die nur exklusiv auf einer Plattform erscheinen, und es gibt die Exklusivtitel, die wirklich nur für die neue erscheinen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr interessant, weil letzte Mal haben wir gesagt, warum kaufen wir uns die eigentlich? Nebst irgendwie ist schöner, schneller, geiler, auch eigentlich, weil ich ein bestimmtes Spiel damit spielen will. Nehmen wir mal ein exemplarisches Beispiel. Jeder wartet jetzt auf Cyberpunk, ne? Und alle wollen das spielen. Aber Cyberpunk macht Multiplattform. Die kommen überall raus. Das heißt, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Konsole kaufen, um dieses Spiel zu spielen. Ich könnte, wenn ich sage, das möchte ich dann aber auf der geilsten Grafik sehen, dann kaufe ich mir irgendwie was total Geiles. Kann man sich aber auch einen geilen PC kaufen, ne? Aber solche Blockbuster kommen beliebterweise multiplattformmäßig raus. Und ja klar, die Firmen, die jetzt zum Beispiel Sony innehat, die Entwickler, ne, wie zum Beispiel Naughty Dog oder so, die kommen natürlich für die PlayStation und erstmal nicht für so eine Xbox oder vielleicht niemals für eine Xbox, während die Xbox da so ein bisschen freier ist und meistens die Spiele auch für den PC zuständig hat. Und dann kommt nämlich ein interessanter Gedanke zustande. Wenn ich mir ein Spiel kaufe, das vielleicht exklusiv auf einer Plattform erscheint, aber trotzdem auch für die Last Gen erscheint, muss ich dann zwangsweise eine neue Konsole haben?
Das ist jetzt aber eine gewagte These. Das würde ja bedeuten, dass ich eigentlich gar nichts machen muss und trotzdem immer noch den aktuellen, geilen, heißen Scheiß kriege. Prinzipiell ist das in der Menge auch. Damit rechnen Sie doch. Also, ja. Aber dann hast du nicht so tolle Ladezeiten. Das ist richtig. Und das ist natürlich so für mich persönlich ein ziemlich fettes Argument. Ne? Ja. Marco Risch hat das Ding getestet, ich glaube die Xbox, ne, in seinem Nerdkultur-Kanal und hat gesagt, ja, das ist alles in no time da. Man kann gar nicht mehr irgendwie den Loading-Screen lesen oder genießen oder so. Das ist alles ruckzuck da hast du gerade mal irgendwie, wie hat das formuliert, irgendwie, da bist du gerade irgendwie, willst du Butterbrot da, aber nee, dann geht's schon weiter oder so ähnlich, ne? Genau. Und das ist schon eine Sache, die ist schon geil. Und die hast du halt bei den alten Konsolen nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass die Spiele auch grafisch anspruchsvoller werden. Ganz einfach aus dem Grund, weil halt neue Hardware mehr geil. Und auf den alten Konsolen werden sie entweder downgraden müssen oder wenn sie versuchen mitzuhalten, werden halt vielleicht auch die Ladezeiten noch länger. Und vielleicht kommen die dann ja auch dann damit durch, weil die dann sagen, ich muss jetzt hier 3 Minuten da warten, bis der Screen kommt oder so. Dann kauft ihr eine neue Konsole. Ist dann das Argument oder so, ne? Trotzdem ist es vermutlich, ja, so, dass die meisten Leute eine Current Gen nenne ich die mal, nicht die neue, ne, Next Gen, sondern die Current Gen, weil Next ist ja noch nicht raus, besitzen werden. Da wird es wahrscheinlich in den ersten, Monaten oder so, wird es ein Verhältnis von 1:8 oder so geben, ja, was diese Konsolen angeht. Das heißt, die meisten, haben wir auch gehört, gibt ja viele Leute, die sagen, ich warte erstmal ab und das reicht mir erstmal. Die aktuellen Spiele kommen ja auf meiner Konsole raus, bis irgendwann die Not zu groß ist, dass man sagt, ja, ach Mensch, geil, Ladezeiten und geilere Grafik und das geht mir alles auf den Sack und so. Aber bis es dahin kommt, dass die meisten Menschen tatsächlich sich darum kümmern, sich diesen Hardware-Happen zu holen, wird ein bisschen dauern. Ja, und trotzdem sind die komplett ausverkauft. Das heißt, im Grunde genommen hättest du ja sowieso jetzt nicht mehr die Wahl und musst warten, bis Sony und Microsoft erstmal nachliefern. Gut. Woran liegt das denn? Haben die nicht damit gerechnet, mit so einem Zulauf? Ich habe keine Ahnung. Keiner weiß es, ne? Ja. Wisst ihr das? Warum ist das so? Also, gewollt, ne, und nicht gekonnt, wäre ja so eine Unterstellung, würde ich aber jetzt erstmal nicht von ausgehen, weil ich denke, dass die schon wohl, berechnet haben, wie viel sie wirklich davon verkaufen und hast du nicht gesehen. Auf der anderen Seite, alle wollen sie haben, kriegen keine mehr. Aber wie viele Leute kriegen denn noch keine mehr? Wie viele Leute stehen in der Pipeline und wollen noch eine haben? Wenn die jetzt eine neue Charge machen, wie du sagst, verstehst du? Wie viel kaufen denn dann tatsächlich? Kommen wir mal jetzt doppelt so viele. Wir hauen die Scheiße auf den Markt und so und dann ist der Markt eigentlich gesättigt und es gibt halt keine mehr und die Leute sagen, schade, gibt's keine mehr. Aber wie viele sind das denn dann wirklich, die dann die zweite Charge kaufen würden? Das ist schwer zu sagen, oder? Ja, ich hatte tatsächlich mal einen Artikel darüber gelesen, aber da erwische mich jetzt auf den kalten Fuß. Deswegen wäre das jetzt so in Kategorie Gerüchteküche. Klar, ist alles Gerüchteküche hier. Und ja, nicht alles, aber ein bisschen was. Und da hieß es tatsächlich, dass das Verhältnis ziemlich krass ist. Also, dass noch sehr viele Leute eine haben wollen, die keine mehr gekriegt haben. Ja. Und das finde ich schon bemerkenswert. Das ist bemerkenswert. In jedem Falle. Ne? Hat so in dieser Form noch nicht gegeben. Das ist neu. Ja, ne? also das und ist verleitet uns dazu, diese Sendung zu machen. Falls ihr euch fragt, was reden die da? Ne? Also wir finden das schon sehr faszinierend, dass das so gelaufen ist. Ja, jetzt ist irgendwie, stell dir mal vor, neue Konsole kommt raus und keiner kauft sie. Verstehst du? Das ist irgendwie schon krass. Ja, beim letzten Mal hat die Xbox One ja eigentlich ein bisschen geschwächelt gegenüber zur PlayStation. Die ist sehr viel besser weggekommen. Jetzt setzen die auf andere Strategien und ich bin so ein bisschen neugierig, ob das aufgeht. Ne? Also am Anfang so, in unserer Bubble, hatte ich das so wahrgenommen, dass die meisten tendenziell dann doch eher auf die PlayStation setzen, weil sie es jetzt gewohnt sind. Ne? War immer geil, ist immer geil, mache ich. Obwohl technisch die Xbox ein bisschen mehr kann als die PlayStation. Ein paar Beispiele zu nennen, die haben beide natürlich 4K und die Xbox
soll das nativ können, während die PlayStation hochskaliert. Ne? Und das sind solche Kleinigkeiten, ne? Auch Speicherplatz, SSD-Kartenplatz und solche Sachen, die tendenziell eigentlich für so eine Xbox sprechen würden. Und da gibt's aber natürlich Fans jeder Reihe, ne? Also wir haben immer beides irgendwie gut gefunden und geschwankt irgendwie. Ne? Ist vielleicht auch ein bisschen beruflich bedingt, aber ne, privat auch immer beides benutzt. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob die mit ihrer Strategie vorankommen. Denn die PlayStation müsste ja jetzt irgendwie auch mal irgendwie dann mit irgendeinem Blockbuster um die Ecke kommen. Ne? Ein Kumpel von uns, der wartet zum Beispiel auf Demon's Souls. Ne? Und zum Launch haben die Microsoft-Leute gesagt, es gibt keinen Launch-Titel, der jetzt nur für unsere Konsole funktioniert. Gibt's nicht. Das heißt, die setzen tatsächlich darauf so, wir haben die geilste Konsole, die es jemals gegeben hat, das muss reichen. Hat dafür gereicht, dass es ausverkauft war. Immerhin, ja. Ja. Consoles not available. Ein sehr langes und leidiges Thema, ja, für viele, weil es kommt Weihnachten. Ja. Na, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ihr wisst wahrscheinlich mehr, wenn dieses Video läuft. Hast du eine Community-Frage? Auf jeden Fall. Ich habe hier eigentlich ein paar Fragen zum Thema. Ja, die Frage, die hatten wir eigentlich schon am Rande beantwortet, deswegen nehme ich mal 2, ja? Zockt ihr allgemein lieber am PC oder lieber an der Konsole oder legt ihr euch da nicht fest? Und wenn ihr euch eine Konsole holt, wird's dann eher Xbox oder PlayStation? Oder seid ihr wirklich noch komplett unentschlossen? Naja. Ja, wir tendieren dazu, die Xbox zu kaufen. Ja. Weil wir sehr viele Xbox 360 Spiele immer noch zocken. Ja. Und unser Schrank davon voll steht, ja. Und wir haben unheimlich viele davon gekauft. Unser Sohn spielt unheimlich viel Xbox 360. Ja, aktuell hat er Cameo gespielt, ne? Und das haben wir halt und dann benutzen wir das auch. So, würde für die Xbox sprechen. Ja, unsere 360 hatte schon Ring of Death. Den habe ich repariert, ne? Das heißt, ne? Und die ist auch laut und so. Und Xbox soll leise sein, ist natürlich auch ein Vorteil, ne? PlayStation ist geil, keine Frage, aber wir haben die PlayStation 4 hier am Laufen und ich habe noch unheimlich viele Spiele mit Safe Games und hast du nicht gesehen, die auf der alten Konsole, auf der 4 laufen und ich traue der Sache nicht, dass das irgendwie, ja, kannst ja die Safe Games rüberhieven, so, ich weiß nicht, ja, der Account, den würden wir rüber und alles, ich würde das Risiko ungern eingehen, dass ich dann irgendwie bei hier Alexios Odyssey irgendwie nach 76 Stunden Spielzeit wieder von vorne anfangen muss, ja. Würde ich dann wahrscheinlich nicht machen und das würde mir echt leid tun. Das heißt, das würde ich nicht machen wollen, so. Und ja, und weil wir ja wissen, die Spiele, die kommen ja auch auf beiden raus, die meisten, bis auf Exklusivtitel. Ja, wo wir jetzt sagen, bei den Exklusivtiteln, die jetzt rauskommen auf der PlayStation, da sind wir noch nicht dabei. Ja. Da sind wir noch nicht dabei. Da wo wir sagen, das musst du unbedingt, so, da würden wir sagen, ja, gucken wir uns an, aber es gibt noch so viele andere Sachen und dann wären wir tendenziell eher bei der Xbox. Was spielen wir am meisten? Unsere Familie spielt viel Switch, unsere Familie spielt viel Xbox 360, PlayStation 4 und ganz viel auch PC. Das heißt, das ist querbeet bei uns. Ja. Wir benutzen alles. Ich vornehmlich Konsole, du vornehmlich PC, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Unser Sohn eher Switch und Xbox 360. So ungefähr, so muss man sich das vorstellen. Ja. Naja, und unsere Tochter, die hat ein kleines Tablet gekriegt mit kleinen Puzzles. Die fängt auch schon an. Die ist 3 Jahre alt. Ganz intuitiv. Ja, dann hoffen wir, dass das die Frage beantwortet hat. Und oder wolltest du noch eine zweite dazu? Ich nehme noch eine zweite dazu, okay. Mal eben ganz schnell. Was denkt ihr über Konsolenimporte bzw. Konsolenspiele, die zum PC importiert werden? Das Schwierige daran ist, vielleicht um das kurz anzureißen, wir machen es ja so rum nicht. Haben wir auch nie gemacht. Deswegen ist das halt schwierig. Ne? Wir portieren auch. In der Vergangenheit haben wir das schon oft gemacht. Ihr kennt unsere Spiele. Aber andersrum. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Aber wenn man jetzt auf der Konsole entwickelt, ich halt hätte davon zum Beispiel keine Idee. Ich finde es nur schade, dass es einige Spiele halt dann nicht gibt. Also die Frage könnte auch so gemeint sein, Red Dead Redemption gab es ein Jahr vorher
ne, oder Red Dead Redemption 2 auf der Exklusivkonsole PlayStation. Dann konnte man das spielen ein Jahr lang und irgendwann kam dann der Import auf den PC. GTA auch. Bei GTA auch. Da hatten sie auch was Besonderes gemacht bei GTA, nämlich den Ego-Shooter-Perspektive bei dem Spiel für den PC extra. Ne, haben sie das Feature dazu gepackt. Gut, hoffentlich beantwortet das eure Frage und wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder hier, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ja, endloses Thema. Kann man sich endlos drüber aufregen und endlos irgendwie und man weiß es nicht und Zukunftsgebug und man weiß es nicht. Das war jetzt schon die zweite Folge und trotzdem habe ich noch ganz viele.